Guten Morgen, liebe Freunde des besten Formats hier auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die best vorbereitetesten und kompetentesten Spezialgäste. Hier wieder einmal Dana Rollet mit seinem Akzent über dem E. Oh, okay. Muss ich das jetzt überall ändern? Nein, vielleicht ist es auch nicht so cool. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen uns wunderbar. Vielen Dank. Ja. Wir gehen uns wunderbar. Gut gedeutscht auf jeden Fall. Ja, als allererstes vielen Dank an Thea, dass du das Video von gestern komplett übersetzt hast mit den 16 Minuten Kopfhörergequatsche. Ist mir auch wirklich danach erst aufgefallen, wie lange ich über diese Kopfhörer gesprochen habe. Es war eigentlich nicht beabsichtigt. Aber die Leute fragen halt wirklich immer wieder nach und die Kopfhörer sind echt gut und ich habe sie heute auch noch für die liebe kleine Dana hier geholt. Ich habe sie jetzt auch. Damit sie endlich gut die ganzen Bürotelefonate hier führen kann und auch ab und zu mal ein bisschen Musik hören, weil sie ja auch immer hier die Vorauswahl meiner Videos teilweise macht und ein paar andere Sachen auch noch. So, und sie ist auch absolut begeistert, ne? Voll. Die klingen so gut, die verbinden sich so schnell mit dem Telefon, die sind so bequem, weil die so gut im Ohr sitzen und die fallen auch nicht raus. Krass, ich bin total beeindruckt. Ich auch. Wirklich. Dana hat sie in weiß geholt und in weiß sehen sie auch nochmal sehr, sehr sexy aus tatsächlich. Muss ich schon sagen. Hat so ein spezielles Weiß, hat irgendwie sowas. So ein Pearly Finish bisschen. Ja, das ist schon echt schön. Also, wie gesagt, diese Kopfhörer, die Samsung Earbuds, die sind unten verlinkt. Nochmal an alle, die es gestern nicht mitbekommen haben, sind wirklich gute Dinge. Aber es haben bestimmt, ja, einige haben es bestimmt auch weggeklickt, aber es war einfach nur ein gut gemeinter Tipp. Aber heute führen wir das nicht so lange aus. Antea, nochmal vielen Dank. Und da hat auch jemand, jetzt habe ich den Namen vergessen, hast du es eigentlich gesehen? Das wollte ich noch sagen, die Übersetzung für Senorita, für den Live-Auftritt. Habe ich freigeschaltet? Habe ich nicht gesehen, von wem? Ja, sie hat mir eine DM geschrieben, aber da steht ja nicht ihr normaler Name drin, deswegen weiß ich, ja, egal. Vielen Dank auch nochmal da. Sehr, sehr geil, dass da wirklich einige Leute aus der Community sind und die Übersetzung machen für den Kanal. Das ist wirklich mega, mega krass nett von euch. Unfassbar, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dafür kommt endlich, monatelang habt ihr drauf gewartet, das große BTS, hier steht, ich hoffe, es ist das richtige Video, es ist von BTS, beziehungsweise von V Singularity. Endlich ist es soweit. Ich habe da schon gesagt, wir müssen das jetzt heute machen. Ich weiß auch nicht, warum es bisher nicht so weit war. Also du musst mich auch nicht dazu zwingen, dieses Video anzugucken. Nee. Ich warte ja selbst schon drauf. Ich wollte aber sagen, als ich gesagt habe, wir müssen das heute jetzt machen, hast du schon hell aufgeschrien, dass das endlich drankommt. Also los geht's und wenn was mit der Lautstärke ist, sagt Bescheid. Schon länger nicht mehr gehört. Wow. Wow. Okay, warte. Ich habe jetzt ich habe komplett alles andere erwartet als das hier, aber das ist ja richtig geil. Das ist ja so ein Neo-Soul-Song-mäßig so, oder? Würde ich schon Neo-Soul, so richtig geil. Und jetzt hier sogar noch mit den Dance-Moves zu so einem Song und das Video mit diesem Ding. Okay, warte, wir hören mal weiter. Aber der Beat ist so krass. Ja, also so rhythmisch irgendwie auch. Und dann seine Stimme drauf, dieses irgendwie hauchige, feine. Ja. Oh, und sein Sakko ist mega. Wow.
Dieses Wummern kommt es von dem Bass? Starker Satz, ja. Saukrass. Wenn du dasselbe meinst, ja. Das ist übrigens die Keys, die wir hier hören. Das 100% sind das Fender Rhodes, also eben dieses E-Piano, das ich drüben auch im Büro stehen habe. Dieses ganz typische, so richtig warm und hat immer so ein bisschen was Sexuelles, finde ich, einfach vom Klang her. Auf jeden Fall was tief Emotionales. Das ist ja so eine geile Idee fürs Video, dass diese Kleiderständer zu machen und dann hier trotzdem noch Hände und so. Mega krass. Ach, guck dir mal seinen Sakko an. Ich glaube, das ist aus Samt, oder? Ja, sieht so aus. Aber auch, er hat drunter noch was so halbtransparentes an. Ja, wie so ein Hemd mäßig, aber dieses Sakko ist geil. Okay. Sexy. Gitarre, ja. Jetzt mehrere Stimmen, ne? Ja, das war jetzt mehrstimmig und schön die gedoppelten Stimmen schön dann auf rechts und links breit angesetzt, damit das einen nochmal so richtig umarmt. Sexy. Schön. Wow. Na, da ist hier jetzt auch wirklich mehrstimmig, eine Stimme, die weiter hinten sitzt und ich höre sie vor allen Dingen gerade jetzt mehr auf dem rechten Ohr, so richtig super hauchzart, so ganz, ganz samtig drüber gesungen, aber dann wirklich noch eben in einem harmonischen Ton die Melodie da mitgesungen, wirklich schön. Ja. Hör ich auch hauptsächlich. Das ist mehr rechts. Und die sind links. Genau, da war jetzt eben so ein Adlib links. Krass. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut. Oh. Heftig. Alter, wow. Oh mein Gott, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Jetzt weiß ich auch, warum so viele gesagt haben, dass ich unbedingt Singularity mir anhören muss und eine Reaction drauf machen muss. Ich habe den komplett noch gar nicht gehört, du ja auch nicht, ne? Nee, wir hatten den nur ich weiß nicht mehr, in irgendeiner BTS-Reaction, irgendein Zusammenschnitt, den wir geguckt hatten, da war das mit drin, ein Stück davon. Oh, okay. Und da haben wir auch gesagt, boah, wie krass das ist. Und dann haben schon alle in die Kommentare geschrieben, das ist Singularity von V und ihr müsst ihn unbedingt gucken, Krass, okay, ja, okay. Heftig. Ich weiß gar nicht, in welches Genre man das packen soll. Das ist schon sehr soulig. Die Drums sind eigentlich, ich habe Neo Soul gesagt, aber es ist gar nicht so Neo Soul, also weil die Drums sind alle, das was gespielt wird, ist eigentlich relativ gerade, also da ist jetzt keine abgefahrenen Rhythmiken jetzt irgendwie drin. Es ist sehr klar aufgebaut. Schön, also richtig Soul eigentlich nur, wenn dann so Wahnsinn. Wie es schon anfängt. Ja, aber das sind direkt an und ist direkt so.
Aber das sind direkt die Fender Rhodes. 100%. So Nur sanft. die Drums, so richtig wenig an Drums dann drin. Die Snare, wenn die kommt, dann sitzt die aber ohne Ende. Ja, Wahnsinn. Ja, irgendwie tatsächlich, hat ja so ein Chord. Ja. Gibt's das? Ja. Chord und Samt. Hab ich noch nie gesehen. Doch, gibt's schon. Krass. Sieht cool aus. Und er hat eben drunter irgendwie noch so was ganz Luftiges, Dünnes an. Ja. Das ist echt abgefahren mit der Hand hier und ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Weil das sieht ja nicht so aus, als ob da jemand drunter ist. Ja, das ist seine eigene. Ah! Das ist immer die eigene. Ach so! Auch bei den anderen. Das war immer die eigene Hand. Das hat man dann am Ende gemerkt, weil er sie dann so rauszieht. Ah! Nochmal anguckst. Witzig. Ja, ich hab's auch erst nicht gerafft, aber Das ist ja der mega. sieht man dann, wie er sie rauszieht. Das ist ja die mega simple Lösung. Ich dachte, hä, wie ist denn da jemand drunter noch? Ich frage mich, was das für ein Instrument ist. Die? Es muss auch auf jeden Fall irgendwas. Seitenzupf. Genau, irgendwas String-basiertes, also ein Saiteninstrument. Es gibt auch natürlich andere Klavierarten und auch sehr alte vor allen Dingen. Da gab es ja auch eine sehr lange Entwicklungsgeschichte von klavierähnlichen Instrumenten bis zum Klavier. Ich vermute fast, dass es sowas in die Richtung ist. Echt? Ja, es klingt schon sehr stark. Oder es ist gezupft tatsächlich. Ja, ich finde, es klingt so ein bisschen nach Zupfen. Ja, gezupft oder eben irgendwie hart angespielt. Aber es könnte es könnten auch wie bei einem Klavier auch Hammer sein oder Hämmer, ja, die wirklich auf die Saiten hart anschlagen. Ich bin echt nicht mehr so sicher. Ich kann nicht 100% sagen, was es ist. Aber es klingt geil, das kann ich sagen. Ja, und das, was untenrum wummert, das ist halt der Bass, ganz klar. Der ist recht präsent, wenn er da ist. Yeah. Aber das passt halt auch absolut zum Song, finde ich. Das ist wirklich sehr, sehr geil, weil das irgendwie genau diese weitere Dimension, diese Tiefe da in den ganzen Song nochmal reinbringt. Und dann hat er sie rausgezogen. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ich war so weg von der Musik. Ah, okay, da sieht man, dass er die Hand rauszieht. Okay. Auch schön mit den Becken, ne, vom Schlagzeug, wenn die kommen. Und Ach, stimmt, weil das auch nochmal so ein wie so ausklingen, oder? ausklingt und überhaupt, dass man mal, da kann man ganz besonders, finde ich, jetzt auch hören, dass verschiedene Becken einen verschiedenen Klang haben. Also, dass nicht jedes Becken einfach gleich klingt. Weil das hier ist ein anderes als das hier. Ja, das ist das als das. Das hier vorher, man hört nämlich bei dem vorher, dass da auf ein Becken geschlagen wird. Aber irgendwie hört sich so an, als ob nochmal ein Deckel irgendwie draufkommen würde. Also ist es höchstwahrscheinlich die Hi-Hat, weil die ja aus zwei Becken besteht, die aufeinander liegen. Einmal so ganz kurz. Muss aber nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass vielleicht nur der Stick irgendwie noch, dass es da irgendwie gegenkommt. Oder, ja, auf jeden Fall ist es ein anderes Becken als das, was danach kommt. Und was auch sehr interessant ist, vom Mixing her, hört man das erste Becken so ein bisschen weiter links. Nicht ganz links, aber ein bisschen weiter links. Und das zweite ein bisschen weiter rechts. Und das ist so etwas, wenn man das jetzt live vom Schlagzeug oder vor der Band dann stehen würde, wird man das auch so wahrnehmen, weil es doch einen Unterschied macht, wo die positioniert sind und wo die dann angespielt werden. Und das haben die hier im Mix dann auch so durchgesetzt. Aber meinst du, wenn man das auch so ausklingen lassen hört, war das richtig? Dass es dann selbst eingespielt ist, also ein richtiges Schlagzeug aufgenommen, ja, oder? Safe. 100%. Klar gibt es auch Samples, wo man das auch so schon aufnimmt, also fertige Samples, aber ich würde fast schätzen, dass das auf jeden Fall alles live eingespielt ist.
wow, wow. Und da merkt man halt, wie viel man eigentlich, es wird ja relativ wenig gespielt und dann aber sehr präzise und explizit. Und dann aber auch so Sachen wie mit so einer Verzögerung, also einem Delay oder dem Reverb, dem Hall oder Nachhall, da dann eben irgendwie den Raum nochmal irgendwie füllt, ohne ihn zu überfüllen, ja, so wie hier. Er spielt ja nur einmal wow und dann geht's wow, wow, wow. Auch super kleine Details hier. Ne, auf dem rechten Ohr. Ist da auch noch so ein Scratch drin? So ein Jit? Also nee. Kein Scratch, aber so ein Jit. Jetzt das hier? Nee, davor gerade. Es knackt einmal kurz, aber das ist von der E-Gitarre. Oder irgendwelche ganz feinen kleinen Geräusche hört man da noch mit drauf. Es kann sein, dass die von der E-Gitarre kommen, weil eben, wenn die ist ja verstärkt und wenn man da kleine Bewegungen auf der Seite macht oder auf den Pickups, also auf den dann Abnehmern. Das alles mit auf. Das nimmt er alles mit auf, jede Bewegung. Selbst wenn du die Gitarre selber bewegst oder sowas. Cool. Und dadurch, dass es natürlich so ein leiser Song ist und die es natürlich live eingespielt haben und haben die sowas wahrscheinlich auch extra drin gelassen, damit es eben nochmal so einen intimeren Charakter dann einfach hat. Also ich finde das auch echt cool. Das ist, klingt halt super authentisch, sehr organisch. Wahnsinnig schöne Nummer. Auch hier geil, ne? Mit dem Bass. Und das ist die Sache. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall entweder es auf guten Kopfhörern hören. Das dürfen gern diese hier sein. Die sind unten verlinkt. Oder bestimmt auch auf denen. Ich werde es gleich testen. Da wird man den Bass sicherlich auch hören. Weil ich fand, dass dem Bass tatsächlich auch recht gut runterging. Das würde mich jetzt interessieren, den Song. Kann man ja auch am Equalizer so ein bisschen nochmal einstellen. Ja, da sind so kleine Presets, die man da einstellen kann. Da gibt es auch eben ein Bass-Boost. Und oder eben auf einer großen Anlage, wo ihr wisst, dass da der Bass vielleicht besonders präsent ist. Also nicht nur laut ist, sondern dass die gerade so tieffrequente Töne auch gut durchkommen. Das meine ich damit. Weil das hier unten, das ist so ein richtiger Sub-Bass, also sicherlich alles, was da gerade stattfindet, hier in dieser kleinen Zwischenstelle, wo es einmal so richtig so flackert, so macht, das ist sicherlich unter 80 Hertz, schätze ich mal. Nur dieses das ist so krass. Das ist echt krass. Das würde mich jetzt aber tatsächlich mal interessieren. Soll ich das jetzt hier aufziehen? Ich mache das nochmal ganz schnell. Vielleicht so. Ja. Oder so. Wo ist das Fenster? Jetzt als Vollbild. So. Leute, alles live und direkt hier. So. Ist es eingestellt? Ja. Wow. Ja, also es ist sogar so hier 60, unter 60, unter 50 Hertz. Das ist halt schon krass. Klar, Kopfhörer. Ich sag mal normale Kopfhörer, die vom Preis-Leistung jetzt oder vom Preis her nicht zu niedrig angesiedelt sind. Eigentlich fangen die schon gerne mal so bei 30 Hertz an. Also das schon eher die ein bisschen mehr kosten. Fangen die an, dass die überhaupt die Frequenzen wiedergeben können. Dann ist aber die Frage, wie präsent sind die dann da unten? Also wie laut sind die im Endeffekt? Und manchmal bei zu billigen Kopfhörern hat man das dann leider gar nicht drauf. Da kann es sein, dass sie dann erst bei 60 Hertz anfangen, 70 Hertz, 80 Hertz und so weiter. Und da kann es gut sein, dass ihr diese Stelle gar nicht hört. Das noch ja, das nicht mehr. Oh, das ist aber so gut. Und das, und das macht wirklich viel aus. Das menschliche Gehör fängt so ungefähr bei 30 Hertz an. Ne? Das ist auch wieder unterschiedlich von Alter und keine Ahnung, ob man da irgendwie schon beeinträchtigt ist. So 30 Hertz rum, wobei man eigentlich auch 20 Hertz rum sagt, theoretisch. Aber nicht alle nehmen das dann wahr und es muss auch relativ laut sein. Genau. Also das nochmal zu den Kopfhörern. Wie gesagt, meine aktuellen meistbenutzten Kopfhörer sind unten verlinkt. Falls euch das interessiert, sind Referral Codes von Amazon. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch noch. Aber
euch selber eigentlich am meisten, weil wenn ihr wirklich Musikenthusiasten seid und sowas gerne hört und wirklich das verstehen wollt, was die Künstler und die Produzenten mit ihrer Produktion bewirken wollten, kauft euch gute Kopfhörer. Ja, eine gute Anlage ist meistens viel, viel teurer und dann auch abhängig vom Raum. Deswegen betone ich immer besonders die Kopfhörer, weil der Raum, ihr seht, wie es hier aussieht, das hat einiges gekostet und selbst hier wird es niemals zu 100% sein. Das ist etwas, was man fast gar nicht erreichen kann, weil da müsste man den Raum komplett irgendwo in die Pampa alleinstehend hinbauen und explizit nur dafür und keine Ahnung, sehr, sehr teuer. Das ist 100%, aber 100% muss man auch nicht erreichen. Wobei, wie gesagt, mit Kopfhörern ist man da immer schon auch sehr, sehr nah dran, ohne dass man da irgendwie große Umbauten machen muss. Ja, echt super, super krasser Song. Wahnsinn. Muss ich jetzt gleich echt nochmal über die große Anlage hören. So, ich weiß nicht, wie lange das Video schon wieder geworden ist und bevor Antea uns Oh nein! den Hals... aber es war so schön, ich könnte ihn jetzt noch 3-mal runterhören einfach. Das können wir jetzt gleich machen. Okay. Wir beenden einfach mal das Video und sagen vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. That's me. Rahim. Und auch gerne bei Dana vorbeischauen. Ich bin gerade auch noch mitten im Schnitt von dem Korea-Lern-Video, wo wir die Schriften lernen mit Verena und Hendrik zusammen. Das dauert leider ein bisschen, weil ich es besonders toll schneiden möchte. Und vielleicht laden wir es bei Dana hoch, weil Dana für Sonntag kein Video gemacht hat. Weil sie so viel für mich arbeiten musste. Upsi. Ja, aber vielleicht kommt es dann einfach auf Danas Kanal. Das ist ja kein Stress für euch, hoffe ich. So, also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Wow, ich muss den Song echt jetzt direkt nochmal hören. Ach so, wir sind kurz vor den 60.000 übrigens. 60.000 Abonnenten, richtig krass. Es fehlen irgendwie nur noch 100 Leute. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Also Road to 100k ist echt gar nicht so utopisch. Das ist echt unglaublich. Das ist schon 60k gleich. Das ist total bescheuert. Kann man gar nicht glauben. Ja. Okay. Jetzt auch. Tschüss. Da ist der nächste gekommen. Danke, Antea.